Ein kleines Fußballwunder muss heute her, damit wir den Einzug ins Achtelfinale doch noch schaffen. Heute ein Sieg gegen Başakşehir und wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Das ist erstmal Grundvoraussetzung und dann müssen wir hoffen, dass Brügge gegen die Bayern irgendwas macht. Entweder gewinnt oder unentschieden spielt. Bei Remis müssen wir ein bisschen auf Tordifferenz und so weiter gucken. Also die Taschenrechner können schon mal bereitgelegt werden. Es wird heute ein bisschen gerechnet werden müssen, hoffentlich. Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand. Haben wir uns selber eingebrockt, aber wir haben trotzdem immer noch eine kleine Chance und die können wir heute eventuell nutzen. Zuschauer geben auch nochmal ihren Beitrag von den Rängen und wir starten rein und gucken mal, was daraus wird. Wir müssen natürlich immer mit einem Auge aufs andere Spielfeld schauen. Auf Brügge gegen Bayern. Das ist halt leider die Situation, die wir jetzt haben. Wenn du dich auf andere verlässt, bist du selbst verlassen. Das ist immer so ein schöner Spruch, der mir dann dazu einfällt. Achtung, Başakşehir, die spielen aber auch mit. Am besten wäre es, wenn wir vielleicht schon mal früh in Führung gehen. Vielleicht ist das ja dann auch ein Fingerzeig oder ein Wink mit dem Zaunpfahl Richtung Brügge und München, dass wir doch da sind, wenn die Bayern patzen sollten. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich gebe aber trotzdem alles. Im schlimmsten Fall spielen wir halt in der Europa League weiter. Kulusewski. Ja, kriegt den Rebound nicht ganz. Vielleicht ja jetzt Talisca mit rechts. Meier ist wieder da und Vlahovic. Ja, wir machen schon mal gut Betrieb. Das ist gut. Setzen Başakşehir gleich schon mal unter Druck. So wie es sein muss. Zakaria. Oh, und dann diese Bälle. Das ist halt auch so teilweise unser Spiel leider bislang in der Hinrunde. Wir versuchen viel. Wir versuchen alles. Wir hätten sogar mehr Tore geschossen als die Bayern. Also wenn die Tordifferenz gleich ist und auch die Punktzahl, dann werden wir auch von der geschossenen Anzahl Tore her besser. Das kommt ja dann auch noch mit hinzu. Nur bei den Punkten her. Da sind wir dann halt leider nicht besser. Wir haben es gegen die Bayern selber verbockt. Wir haben es sogar gegen Brügge auch selber verbockt. Aber jetzt gehen wir erstmal in Führung und erhöhen den Druck auf die Bayern. Und das auch sehr, sehr easy. Ganz viel Platz und Talisca natürlich macht er den. Der ist momentan mit einer der besten Spieler in der letzten Zeit. Schön geschossen. Keine Chance zu Meier. Oben rein. Und das ist halt jetzt auch eine Situation, wo man dann vielleicht mal schauen kann, wie die Bayern damit umgehen. Vielleicht deklassieren sie Brügge 3-4-0. Dann haben wir da gar nichts mehr mitzureden. Aber vielleicht ist ja dieser kleine Funken Resthoffnung noch da. Vielleicht mit so 1, 2 schnellen Toren im Spiel. Sind schon wieder vorne. Sehr gut. Vlahovic, Kulusewski. Nochmal Vlahovic. Schade. Gibt aber die Ecke. Dann ist auf jeden Fall alles möglich. Da kommt die Ecke, Bremer. Und Chiesa holt sich den Ball sehr schön. Pogba, bleib mal unten, dann kriegst du den. Oh, so aber nicht. Ja, doch, kriegt er. Wieder Talisca, aber zu viele Gegner um ihn rum. Und ich hoffe dann, dass Başakşehir hier wirklich so eine Art roten Teppich auslegt, was sie aber nicht machen. Dafür sind sie hier natürlich nicht angereist. Bremer, auch wichtig. Sehr riskant auch wieder teilweise und sehr luftig verteidigt. Aber so, das ist halt der Nachteil von der Dreierkette. Dann auch. Aber der Vorteil ist, dass du halt direkt wieder 3, 4 Mann vorne drin hast. Mit denen du richtig Bambule und Rambazamba machen kannst. Rambule ist auch nicht so ein schlechtes Wort, ehrlich gesagt. So, und wieder Kulusewski, Vlahovic vorne. Zusammen mit Chiesa. Wie gesagt, das ist ein gutes Sturmduo, wobei ich Chiesa eigentlich nicht als Stürmer sehe, sondern eher als Flügelspieler. Aber wenn die beiden halt jetzt vorne zusammen spielen, Chiesa der eine schnell, wendig, trickreich mit rechts und mit links. Und Vlahovic dann halt auch mal jemand fürs Grobe. Achtung, Başakşehir kommt zum Ausgleich. Und das eigentlich auch wieder sinnbildlich so, wie wir die Gegentore kassieren. So schießen die auch die Tore.
Das ist nicht zu fassen, ey. Wie wir hier die Gegentore, wie einfach auch wieder. Einfacher Ball hinter die Abwehr. Da gucken sie wirklich hier alle nur zu und dann versucht Castells noch zu retten, was nicht zu retten ist. Und dass der Ball dann natürlich genau vor den Fuß des Gegners springt, das ist dann halt auch wieder... Ja, das passt einfach zu unserer Situation. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Aber wir machen weiter. Es bringt nichts. Wir können hinterher trauern und natürlich sein erstes Tor. Natürlich auch hier sein erstes Tor gegen uns im 8. Spiel. Ach, dann haben die eine Playoff-Runde gehabt. Das ist halt auch hier zu luftig auch verteidigt von uns. Das geht nicht. Die können ja machen, was sie wollen. Das nächste Tor wäre fast da gewesen. Von Ahmed Kutucu. Ja, schönes Ding mit der Seite. Da hat echt nicht viel gefehlt. Da hätte auch Castells ganz schön alt ausgesehen. Um meinen Gedanken nochmal zu Ende zu führen. Also wie gesagt, Vlahovic an vorne, das passende Pendant. Auch eher so ein Wandspieler, der den Ball prallen lässt, aber auch ein sehr gutes Kopfballspiel hat. So ein ähnlicher Stürmertyp wie, ja, weiß ich nicht. Ich will ihn jetzt nicht mit Klose vergleichen, aber Klose hat ja damals auch seine vielen Tore, die meisten eigentlich von direkt innerhalb des Strafraums gemacht. Hat also nie von außerhalb mal drauf geschossen, ganz selten. Aber da war er halt eiskalt im Strafraum, das muss man wirklich sagen. Und genau so schätze ich Vlahovic halt auch ein. Dass der im Strafraum sich halt schnell dreht, gar nicht viele Chancen braucht. Sehr bullig ist, auch mal ein Wandspieler sein kann. Aber jetzt müssen wir hier aufpassen. Başakşehir, die spielen echt vorne mit. Schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass sie für uns echt den roten Teppich so ein bisschen ausrollen, aber ist momentan nicht. Momentan ist das wirklich sehr, sehr viel Stück weg, was wir hier machen. Und wir müssen dann halt nach Ballgewinn immer wieder schauen, dass wir den Weg direkt nach vorne suchen. Talisca, außen Kostic und Vlahovic. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt mal in die Partie rein. Nee. Wird gedeckt, aber Talisca und Pogba, der kann mal draufzimmern, ja. Und Meier hält den sogar fest. Aber der Ball kommt prompt wenden wieder zurück. Postwenden, prompt wieder zurück. Ja, daran sieht man ja eigentlich auch, dass die eigentlich nicht so sattelfest sind bei Başakşehir, dass die aber trotzdem, weil wir sie einladen, zu Chancen wieder kommen. Und gleich ist auch schon Halbzeit. Guckt euch das an. Aber noch ist nicht Halbzeit, noch haben sie eine Chance. Das ist, ja doch, abseits. Sonst hätte er nicht abgepfiffen. 1-1 hier. Wie steht es bei Brügge? Ein Ergebnis oben haben wir ja noch nicht eingeblendet bekommen. Auch da steht es 1-1. Also wir waren zwischenzeitlich eventuell sogar mal weiter. Auf beiden Plätzen 1-1 bedeutet aber trotzdem, dass Bayern dann weiter wäre. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal einen Gang hochschalten, dass sie noch 2-3 Dinger machen. Weil nochmal gegen Brügge verlieren, tun sie glaube ich nicht. Aber auf der anderen Seite weiß man nie, es hat schon so viele Wunder gegeben im Fußball, so viele unscheinbare Ergebnisse und Ausgangssituationen, dass das auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen ist. Chiesa auf Kulusewski und jetzt muss er den machen. Zeitgleich geht Brügge auch in Führung. Durch Hans van Aken. Und hier trifft Kulusewski zur Führung. Dem Wunder wieder einen großen Schritt näher. Hier, gute Balleroberung, weil wir halt auch wieder gepresst haben mit 4-5 Mann und Kulusewski bleibt da wirklich eiskalt und zeitgleich, wie gesagt, ein paar Sekunden vorher war oben die Anzeige, dass Brügge durch Hans van Aken 2-1 in Führung gegangen ist. Und wir nehmen jetzt den Schwung vielleicht mit. Nee. Machen direkt mal das dritte. Zakaria. Kulusewski außen. Das ist kein Abseits. Das ist mal ein Auftakt hier. So wollen wir das doch haben. Schwungvoll mit einem Tor direkt. Noch ein zweites hinterher wäre natürlich optimal gewesen. Aber jetzt liegt der Druck halt bei den Bayern. Und jetzt ist das genau eingetreten, was ich mir am Anfang gewünscht habe. Ein einfacher Sieg von Brügge und ein einfacher Sieg von Juve. Und wir werden weiter. Aber wir müssen noch mal 1-2 Tore mindestens machen. Weil darauf will ich mich nicht verlassen. Ich weiß, wie wir spielen. Ich weiß, wie tollpatschig wir uns auch manchmal in der Innenverteidigung noch anstellen.
Aber ich weiß natürlich auch, was die Bayern können. Ne? Die werden das auch alles nach vorne werfen. Werden versuchen, noch 2 Dinger mindestens zu machen. Aber das Brügge führt erstmal. Das beruhigt mich zumindest ein bisschen. Noch nicht so ganz, aber ein bisschen immerhin. Kostic mit der nächsten Chance. Wieder geklärt. Das machen wir halt auch ganz gut vorne. Mit der Dreierkette trotzdem immer wieder pressen, nachsetzen. Da darf der Gegner eigentlich überhaupt nicht durchkommen. Dass die sich da wieder hinten befreien konnten, das ist wirklich wieder ein Witz. Zakaria. Da kommt er zum Beispiel auch nicht in den Zweikampf rein. Jetzt aber Bremer muss er haben. Oh, was macht er denn? Auf Alaba. So, und jetzt mal ein gepflegter Angriff. Talisca mit Chiesa und Vlahovic. Kommen die beiden. Dann wartet er wieder zu lang. Ach, könntest du manchmal verrückt werden, echt. Da könntest du gerade mit aufs Feld und mithelfen. Das ist ja alles richtig, was sie machen, ne? Den Weg in die Tiefe suchen von Vlahovic ist ja richtig, aber die Dauer der Ausführung, das nervt mich. Das stört mich wirklich extrem. Achtung, Talisca, nächste Chance, nächster guter Ball in die Tiefe. Und Pogba, sehr, sehr stabil. Sieht bislang richtig gut aus in der zweiten Halbzeit. Geht es nur in eine Richtung. Und natürlich immer wieder der Blick mit einem Ohr, mit einem Auge aufs andere Spielfeld. So, Verteidigung steht wieder. Auch Pogba und Zakaria machen das jetzt wirklich gut. Das Sakshi haben wir jetzt Gott sei Dank ein bisschen aus dem Spiel rausgenommen. Vielleicht werden sie noch mal ein bisschen druckvoller dann gegen Ende des Spiels. Würde uns ja dann entgegenkommen. Oh, Talisca, der hat viel Platz. Und trifft die Außenstange. Ja, wir bringen mal da gut ran für Pogba. Der ist schon platt. Der kann nicht mehr. Dafür haben wir Zakaria, der jetzt für das Grobe zuständig ist. Und da gut, vielleicht, ja, eine feine Klinge. Vielleicht kann er ja auch nochmal einen Freischuss rausziehen. Jetzt kommt erstmal Kostic und da ist Talisca und der trudelt nicht rein. Schade, aber weiter. Chance lebt noch. Chiesa. Der hätte doch echt mal reintrudeln können. Ich verstehe nicht, warum Vlahovic da auch nicht mit dem Ball ran oder mit dem Bein rangeht. Das Bein ausstreckt oder so, das wäre doch, glaube ich, im Bereich des Möglichen gewesen. So, haben wir hier die Ecke über Chiesa. Und Talisca wieder auf der Hut. Das war wichtig, dass er den Ball gewinnt. Der Ball ist bei uns, ist alles okay, solange es bei Brügge auch noch 2-1 steht, was ich mir nicht vorstellen kann. Auch wenn jetzt nichts oben an Ergebnissen eingeblendet wird. Heißt das ja nichts. Kostic, nächster Schuss, nächste Chance. Jetzt ist es wirkliche Scheibenschießen. Jetzt darf wirklich jeder mal. Aber wir brauchen auch mal ein Tor nach einer Ecke, ey. Das kann doch nicht sein. Wir haben eigentlich so viele gute Kopfballspieler vorne. Bremer, Ndika, Vlahovic, Pogba, Zakaria auch zur Not. Aber die kriegen wir bei Eckbällen irgendwie nie ins Spiel rein. Nie. So, Achtung, und natürlich bei Sakshi hier. Die sich jetzt auch mal wieder aus ihrem Schneckenhäuschen raustrauen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ey, Zakaria, Achtung, kein Elfmeter. Achtung, die Schusschance. Und der Ausgleich. Das kann nicht sein, ey. Wir kriegen es eigentlich auf dem Silbertablett serviert. Die Bayern liegen hoffentlich nach wie vor hinten. Und dann kommt Alexic einmal um die Ecke. Und nagelt das Ding ins lange Eck. Aber noch ist Zeit. Noch sind 8 Minuten zu spielen, je nachdem, wie es auf dem anderen Platz steht. Wir brauchen den Sieg. Selbst ein Unentschieden ist jetzt zu wenig. Kulusewski, Vlahovic, nee, das könnte es gewesen sein. Und da oben 3-2. Brügge hat sogar 3-1 geführt. Die Bayern kommen nochmal auf 3-2 ran. Das gibt's nicht, ey. Wir kriegen hier quasi das Ergebnis oder, ja, wir kriegen es auf dem Silbertablett serviert. Wir müssen es jetzt einfach nur noch annehmen. Aber wir machen es nicht. Wir kriegen den Ball einfach nicht mehr vorne rein. Wir brauchen noch ein Tor. Ich glaube nämlich nicht, dass die Bayern noch 2 Dinger schießen werden jetzt in den letzten Minuten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kulusewski auf dem Weg zum 3-2. Liegt doch unten quer. Da ist Kostic. Das könnte reichen. Und ab geht's. Ob es reicht, ist die andere Frage. Aber wir führen zumindest wieder. Müssen dann natürlich aufs Torverhältnis gucken nochmal genau. Und auf die Tordifferenz.
wenn die Bayern denn noch einen Ausgleich schießen sollen. Aber das ist vielleicht das Tor noch in die Gruppenphase, in die K.O.-Runde. Das Tor aus der Gruppenphase raus in die K.O.-Runde. So muss man das eigentlich formulieren. Und dann ausgerechnet, Buffon. Die sind alle wie vereist gewesen. Habt ihr das gerade gesehen? Sein erstes Tor in der Gruppenphase. Die haben sich alle nicht bewegt, ey. Der Trainer stand in Kostic drinne. So, aber aufgepasst. Noch ist nicht Schluss. Noch gibt es 2 Minuten Nachspielzeit. Das kann auch mal ganz schnell noch nach hinten losgehen. Ich hoffe jetzt natürlich nicht. Achtung, Chance ist da, Ndika. Wichtig. Wichtig, dass er da dazwischen ist. Das könnte der letzte Angriff jetzt hier sein. Talisca über Vlahovic. Jetzt können wir es endgültig klar machen. Vlahovic in der Mitte ist Chiesa. Kommt nicht ran. So, also Sieg für uns im letzten Gruppenspiel. 3-2. Jetzt kommt es aufs Ergebnis an in Brügge. Wenn es beim 3-2 geblieben ist, sind wir weiter. Bei Unentschieden, müssen wir rechnen. Also, Daumen drücken und hoffen. Und es hat gereicht, tatsächlich. Wir haben es doch noch geschafft im letzten Spiel. Wir sind noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen. Brügge gewinnt tatsächlich auch mit Voice Crack das letzte Gruppenspiel mit 3-2. Heißt also für uns, dass wir doch noch im Achtelfinale sind. Dass wir es doch noch irgendwie geschafft haben. Das Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht, dass wir das hier noch hinbekommen. Wir gucken jetzt noch mal ganz in Ruhe auf die Tabelle drauf. Dass wir uns das nochmal, also dass wir es wirklich weiß auf blau haben. Hier ist es. Wir springen am letzten Spieltag noch auf Platz 2. Die Bayern doch nur in der Euroleague und Brügge. Sensationell schon, ey. Mit 16 Punkten auf der 1. Das war, Wahnsinn. Aber wir haben es geschafft. Wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Heißt jetzt natürlich, dass wir im Winter vielleicht nochmal 1, 2 wirklich gute Spieler mit dazu bringen, die nochmal ein bisschen mehr Stabilität reinbringen. Weil da können wir uns jetzt nicht mehr so viel Ausrutscher leisten. Wir sind jetzt weiter mit Neapel und Paris, mit Chelsea und dem AC Mailand, Dortmund und Atletico, Leipzig und Real, Barca und Rom und United und Villarreal und Marseille und City. Also das werden auch sehr, sehr interessante Partien, muss ich wirklich sagen. Das wird wirklich sehr, sehr hart, egal gegen wen es da geht. Aber wir sind erstmal weiter. Das ist wirklich eine richtig, richtig geile Geschichte und der Traum lebt von Buffon, dass er die Hände an diesen Henkelpott bekommt. Im Finale denn, wenn ich nicht vergesse, ihn irgendwie auf die Bank zu tun oder ihn nicht spielen lasse. Also im Finale wird er auf jeden Fall spielen. Das sei schon mal vorweggenommen, er wird auf jeden Fall spielen. Weston McKennie ist wieder fit. Okay. Das gibt uns natürlich nochmal eine Option mehr. Bei Kamavinga, den könnte ich auch zur Not zum Beispiel links spielen lassen. Aber die 3 harmonien ja eigentlich ganz gut. Ich könnte auch Zakaria einen nach vorne stellen, Pogba ein bisschen defensiver. Naja, wir haben dann auf jeden Fall wieder eine Option mehr und wir sind im Achtelfinale. Wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht wie, mit sehr, sehr viel Glück auch, natürlich. Und mit sehr viel Wohlwollen. Guck mal, meine Dortmunder Talente. Schröder 76 schon. Kane, da können wir vielleicht auch mal vorbeigucken, wie die sich so machen. Irgendwann in der Winterpause. Jetzt geht es in der Liga weiter. Gegen Sampdoria. Wenn wir da so weiterspielen, das ist auch ganz eng. Dann, glaube ich, können wir unsere Tabellenführung auch ausbauen. Naja, also jetzt erstmal feiern. Achtelfinale ist doch noch eingetütet. Danke an Brügge. Da gehen ganz, ganz viele Rationen Wein hin und eine kostenlose Stadionführung im Allianz Stadion. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut. Ciao, ciao.